Mit einem ETF-Sparplan in 6 Schritten Vermögen aufbauen. In diesem Video zeigen wir dir, wie das geht und worauf du achten solltest. Du lernst die Vorteile und Nachteile von ETFs kennen und erfährst, worauf du bei der Depotauswahl achten solltest. Hallo und herzlich willkommen auf dem Geldrad-Kanal. Wenn dich das Thema Geld interessiert, dann abonniere kostenlos den Kanal und aktiviere die Glocke. So verpasst du kein neues Video mehr. In Zeiten von Niedrigzinsen bei Tagesgeld und Festgeld finden viele Anleger eine Alternative in ETFs. Mit ihnen kannst du von den Renditen der Aktienmärkte profitieren. Aufgrund der breiten Streuung und der geringen Kosten ist das mit einem geringen Risiko möglich. Warum Investitionen in Aktien sinnvoll sind. Viele denken bei Aktien an schwankende Kurse und auch an Börsencrashs. Aus diesem Blickpunkt ist eine Geldanlage in Aktien eher beängstigend. Wenn du aber langfristig Vermögen aufbauen möchtest oder für das Alter vorsorgen möchtest, kommst du an ihnen kaum vorbei. Kaufst du eine Aktie, erwirbst du eine Beteiligung am Aktienunternehmen und hast damit auch am Erfolg der Gesellschaft teil. Du verdienst am steigenden Aktienkurs und an der Dividende. Beides zusammen ergibt die Aktienrendite. Langfristig liegt dies deutlich über den Zinssätzen, die Sparbuch, Tagesgeld und Festgeld bieten. Sie liegt auch höher als die Inflation, also die Geldentwertung durch steigende Preise, und vor dieser können Aktienanlagen auch schützen. Der Grund? Wenn Unternehmen die Preise ihrer Produkte erhöhen, wachsen in der Regel auch Umsatz, Cashflow und der Gewinn. Bei einer gesunden Aktiengesellschaft führt das zu steigenden Kursen und Dividenden. Dafür ist es allerdings wichtig, dass das Unternehmen die höheren Preise auch durchsetzen kann. Das ist nicht immer der Fall. Besonders Hersteller von unverzichtbaren Produkten, große Konzerne, die weltweit agieren und starke Märkte sind hier die beste Wahl. Das Investment in Einzelaktien birgt jedoch ein gewisses Klumpenrisiko. Daher ist eine Streuung über verschiedene Unternehmen, Länder und Branchen wichtig. Auf diese Weise verteilt sich das Risiko deiner Geldanlage. Und hier bieten Wertpapierfonds, wie zum Beispiel ETFs, die beste Möglichkeit für eine breite Streuung ohne großen Kapitaleinsatz. Die Vorteile von ETFs gegenüber klassischen aktiv gemanagten Aktienfonds. Als Anleger hast du die Wahl zwischen passiv und aktiv verwalteten Aktienfonds. Von deiner Bank oder deinem Finanzberater wird dir häufig der aktiv gemanagte Aktienfonds angeboten. Hier entscheidet ein Fondsmanager, welche Aktien gekauft und verkauft werden. Dabei entstehen relativ hohe Gebühren, denn diese Arbeit muss ja bezahlt werden. Daher werden bei vielen Fonds jährliche Verwaltungsgebühren in Höhe von 1,5% fällig. Das Argument, dass Fondsmanager durch ihr Wissen auf Dauer eine höhere Rendite abwerfen als ihr Vergleichsindex, wurden durch zahlreiche Studien widerlegt. Die meisten schlagen den Index nicht und drücken mit den Verwaltungsgebühren die Rendite drastisch. Aus diesem Grund ist es besser, auf die passiv verwalteten Exchange Traded Funds, kurz ETFs, zu setzen. Diese bilden ganz einfach einen Index nach, zum Beispiel den DAX, den Dow Jones oder den MSCI World. Da hier kein Fondsmanager und aufwendige Analysen bezahlt werden müssen, sind diese Fonds deutlich günstiger für dich als Anleger. Sie kosten nur zwischen 0,1 und 0,5% Verwaltungsgebühr im Jahr. Im Laufe der Jahre kannst du so tausende Euro an Verwaltungskosten sparen und damit deine Rendite erhöhen. Die Einlagen der Anleger sind übrigens Sondervermögen und damit vor dem Zugriff der Gläubiger geschützt, sollte der Fondsanbieter Insolvenz anmelden. Dein Geld im ETF ist also sicher. Schritt 1. Das Prinzip der ETF-Sparpläne verstehen. Bei einem Sparplan zahlst du monatlich einen festen Betrag in einen Fonds ein. Im Fall von ETFs liegt der monatliche Mindestbetrag bei den meisten Anbietern bei 25 Euro. Der Vorteil von Sparplänen ist, dass man nicht einen großen Betrag auf einmal, sondern jeden Monat einen bestimmten Betrag anlegt. Die Abbuchung vom Girokonto erfolgt automatisch, sodass man es kaum bemerkt. Durch die monatliche Zahlung ergibt sich ein weiterer Vorteil und der liegt im Cost-Average-Effekt. Da die Kurse von Aktien und damit auch den entsprechenden ETFs schwanken, deine monatliche Sparrate aber festgelegt ist, kannst du als Anleger bei niedrigen Kursen mehr Anteile kaufen. Der Durchschnittspreis deines Investments sinkt. Schritt 2. Online-Depot-Anbieter wählen. Um den Sparplan einzurichten, benötigst du ein Depot. Am besten bei einem Online-Broker oder einer Online-Bank. Online-Depots bieten 2 Vorteile. Erstens, es fallen keine monatlichen Depotgebühren an. Und zweitens, es gibt Sparpläne, die ohne Ordergebühren ausgeführt werden. Bei der Auswahl deines Depots solltest du Folgendes beachten. Die Angebote bei der Bank um die Ecke sind in der Regel recht teuer. Soll es trotzdem eine Filialbank sein? Frag nach, ob du Vergünstigungen erhältst, wenn du dein Depot online führst. Günstiger als Filialbanken sind Direktbanken,
wie Comdirect oder DKB. Hier bekommst du Kombilösungen aus Girokonto, Kreditkarte oder Depot. Noch besser sind oft Broker, die nur ein Depot anbieten. In der Regel ist es hier am günstigsten. Die Depotführung sollte kostenlos sein, unabhängig vom Handelsvolumen. Auch für Trades, ob Einmalanlage oder Sparplan, sollten die Gebühren natürlich möglichst gering sein. Jeden Prozentpunkt an Gebühren muss die Geldanlage schließlich an Rendite zurückverdienen. In der Beschreibung verlinken wir dir unseren Depot-Tipp mit vielen kostenlosen Sparplänen. Schritt 3. Depot eröffnen. Die Depoteröffnung erfolgt ganz einfach in 3 Schritten. Persönliche Daten im Online-Antrag eingeben, Identität per Video- oder Postident bestätigen und Zugangsdaten erhalten. Anschließend richtest du nur noch die Lastschrift für dein Girokonto ein, sodass die Sparplanrate bequem abgebucht werden kann. Schritt 4. ETF auswählen. Nach der Eröffnung wählst du dann einen Index, auf dem dein ETF basiert. Als Basis empfiehlt sich ein ETF auf dem MSCI World. Dieser Marktindex umfasst 1600 Unternehmen aus 23 Ländern. Praktisch jedes bekannte Unternehmen ist darin enthalten. Aufgrund der breiten Streuung ist ein ETF auf den MSCI World recht risikoarm. Seit 1975 konnte der Index eine durchschnittliche Rendite von mehr als 8% pro Jahr erzielen, trotz verschiedener Weltwirtschaftskrisen. Auf den MSCI World Index gibt es ETFs von verschiedenen Anbietern. Unterschieden wird zwischen tesorierenden Fonds, die Dividenden automatisch wieder anlegen, und ausschüttenden Fonds, bei denen die Dividenden auf deinem Depotkonto ausgezahlt werden. Für den langfristigen Vermögensaufbau empfehlen sich tesorierende ETFs, weil du so automatisiert vom Zinseszinseffekt profitierst. Du brauchst dich nicht aktiv um die Wiederanlage kümmern. Achte auch auf die Fondsgröße bei deiner Wahl. Je größer der ETF, desto sicherer ist, dass er langfristig weitergeführt wird. Ein ETF, der eingestellt wird, ist kein großes Problem. Allerdings können Gebühren für die Wiederanlage deines frei gewordenen Kapitals entstehen. In der Infobox und in der Beschreibung findest du ein Video mit Tipps zur Auswahl von ETFs. Schritt 5. Sparplan einrichten. Hast du deinen ETF gefunden, richtest du deinen Sparplan ein. Das ist bei allen Brokern einfach und intuitiv. Sparplan einrichten wählen, ISIN des gewünschten ETFs und die monatliche Sparrate eingeben. Bestätigen und fertig. Schritt 6. Abwarten. Aktien und damit auch ETFs sind für die langfristige Geldanlage geeignet. Von nun an heißt es also, warten und die Vorteile dieser passiven Geldanlage nutzen. Wenn die Kurse fallen, gerate also nicht in Panik. Kursrückgänge sind hervorragende Gelegenheiten, um günstig das Depot zu füllen. So profitierst du von Erholungen umso mehr. Wenn dir das Video mit den 6 Schritten für den Vermögensaufbau mit einem ETF-Sparplan gefallen hat, dann gib ihm doch einen Daumen hoch. Jede Woche gibt es 2 neue Videos auf dem Geldrad-Kanal. Abonniere kostenlos und aktiviere die Glocke. So verpasst du kein neues Video mehr. Hast du noch Fragen zu ETFs oder anderen Finanzthemen? Schreib uns einfach in die Kommentare und wir beantworten sie sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.